So, hey meine Freunde, ich bin heute wieder auf Lost Place Tour unterwegs und ja, ich bin hier wieder in den Wäldern unterwegs und habe hier ja, eine Villa gefunden, denke ich mal, ist das. Und ja, die gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Es gibt hier auch noch mehr Gebäude auf der Lost Place Tour. Viel Spaß bei dem Video, meine Freunde. Hinten mit ganz vielen Garagen zu erkennen, aber alles schon sehr verwildert, wie man schon sieht. Und ja, das ist hier halt auch nochmal ein cooler Fensteranblick, das Ganze. Und ja, man sieht schon, dass das sehr in die Jahre gekommen ist. Können ja gerne mal reingehen in die Gebäude. Hier ist eine kleine Tür. Ja, hier sind noch Vorratsschränke zu sehen. Also, ja, nicht Vorratsschränke. Das war früher mal oder ja, wie eine kleine Werkstatt. Hier der Tisch. Und hier sind halt Vorratsschränke mit ja, alten Glasutensilien und ja, wie eine kleine Werkstatt. Hier natürlich, meine Freunde, ja, ist das Dach schon vollkommen zerbrochen. Sieht mir aus wie ja, ein Nebenzimmer hier. Und ja, hier geht es weiter in verschiedene Räume, was auch nochmal sehr cool ist. Hier hatte man eine Zwischentür sozusagen. Das ist auch nochmal sehr cool. Da kann man nämlich die Tür hier zwischen zumachen und Badewanne, Toilette mit alten Vorhängen, meine Freunde. Und ja, auch nochmal ein Nebenraum, den man hier hat. Also ich muss sagen, also es sieht mir ja aus wie so ein altes, nicht Villenhaus, dafür ist es noch nicht edel genug, aber so ein Stadtgebäude einfach. Also man sieht durch die ganzen Gänge, die man hier geht und auch noch die alten Sachen, die man hier findet, dass sozusagen das wie ein altes verlassenes Haus ist. Man sieht noch die Vorhänge. Und ein echt cooler Balkon ist. So, hier sind auch nochmal eine Küche, ein Bad. Natürlich ein Bad mit alter Tapete.
ja, man sieht das halt alles, was man hier von der Zeit noch findet. Alte Tapete, auch nochmal sehr, sehr schön zu erkennen. Und die Decken. So, meine Freunde, das ist hier das andere Haus gegenüber vom Anwesen, wo wir drin waren. Und ja, hier sieht man schon Stromversorgung. Der Sicherungskasten. Die Pflanzen, die sich durchs Fenster mittlerweile schon ragen. Und hier geht es nochmal hoch von dem Gebäude, eher gesagt. Und das ist nochmal so ein typischer Dachboden, ja, wo hier das Heu letztendlich untergelagert worden ist und andere Materialien. Meine Freunde, wir sind jetzt hier noch in so einem alten, verlassenen Fabrikgelände angelangt. Ja, hinter mir so 2 Gewächshäuser noch zu sehen und ja, da gehe ich kurz mal mit euch runter und zeige euch die einmal. Genau, also auch nochmal sehr sehenswert, wo hier so eine alten Gewächshäuser hier drin sind. Hier wurden dann früher Pflanzen gezüchtet, meine Freunde. Aber mittlerweile auch, wie ihr seht, alles überwachsen. Alles überwachsen und ja, das ist schon krass, dass hier wirklich alles überwachsen ist. Hier oben sind noch die Verkabelungen, die jetzt hier an die Rohre rangehen. Und ja, auf jeden Fall auch nochmal sehr, sehr spannend, das Ganze. Hier ist nochmal eine Werkstatt zu sehen. Jetzt geht es noch weiter. Ein Feuerlöscher. Als ob das Strom hergeht. Und sozusagen die ganzen Anschlüsse für die jeweiligen Sachen, Treibhaus, Kegelbahn. Das seht ihr hier nochmal die ganzen Pumpenanlagen.
So, hier habt ihr auch nochmal alte Schilder von unten Café. Auch hier irgendwie zum Restaurant. Alte Schilder, die vermutlich abgebaut worden sind. Eine riesengroße Garage, wo vielleicht Traktoren oder LKWs gelagert worden sind und verschiedene Garagen, die zu dem ganzen Komplex hier mal gehört haben. Auch hier noch, meine Freunde, alte Maschinen, ein Bierfass. Hier auch noch mal gut zu erkennen, ein Spind, Schränke, Arbeitsmaterialien und ja. Und alte Zeitschriften, Rechnungen und so weiter und so fort befinden sich hier noch. Hier auch ebenfalls nochmal alte Gerätschaften, altes Fahrrad hier zu erkennen. Traktoren, alles was so möglich für die Landwirtschaft zu gebrauchen war, meine Freunde. Und ja. Ja, also ihr seht schon, wir kommen jetzt gerade von hier und ja, hier hinten das Haus gucken wir uns eventuell gleich nochmal an und ja, hier vor uns ist das nächste Haus, genau, da würde ich mal sagen, da gehen wir jetzt auch nochmal rein. So, weiter geht's. Das ist der Eingangsbereich hier mit dem Gebäude. Und wow, wie ihr hier schon sehen könnt, ist hier ein altes Schwimmbad. Vielleicht für Schüler oder Leute, ja, die hier in dem Ferienhaus oder Ferienhaus gelebt haben. Ja, mega. Hier nochmal duschen. Ein Whirlpool. Oder ja. Was ist das denn hier? Ein Whirlpool. Das heißt, da war eine frische Duschspur. Ja? Also. Wie tief ist der denn? Das ist krass. Aber sehr krass, definitiv. Einmal auch nichts wirklich dekoriert hier ist. Nein, gar nichts, noch gar nichts. Hier wieder das ganze Ufer aus. Das Haupthotel war schon am besten. Okay, hier ist noch eine Sauna, eine ehemalige, mit ja, Bereich. Hier konnte man sitzen, aber leider alles schon zerstört. Und ja, wir gehen direkt einfach mal in das Schwimmbad. Hier war nochmal vielleicht der Umkleidebereich. Verschiedene Duschen. Und ja, meine Freunde, hier ist das große Schwimmbad.
Das ist noch sehr, sehr riesig und sehr groß. So, ich gehe mal mit euch jetzt hier in das Schwimmbad und bin jetzt mitten hier im Becken sozusagen. Und das ist natürlich heftig. Sehr, sehr stark. Und wie ihr seht, ist es kaum noch mit Graffiti besprüht und fast noch in dem Originalzustand. So, meine Freunde, hier ist nochmal eine richtig, richtig schöne Aussicht, wie ihr das erkennen könnt. Und ja, wir gehen jetzt mal hier in so ein Bungalow rein. Wow, hier ist wirklich alles noch eingerichtet. Sachen liegen überall rum. Ein Stuhl in der Mitte. Die Küche, wo hier alles noch rumsteht. Und die Dusche, das Bad. Genau. Hier drüben auch noch mal ein Zimmer. Viel wurde hier einfach auch verlassen. Oder vergessen, sage ich jetzt einfach mal. Nicht verlassen. Alte Bilder, die hier noch zu finden sind. Von einem schönen Lost Place, der sich hier befindet und noch voll eingerichtet ist. So, meine Freunde, schaut euch diesen Ausblick an. Also hier ist sogar ein Steg aufs Wasser. Das ist auch nochmal sehr, sehr sehenswert. Hatte ich auch lange nicht mehr so gesehen. Und hier befinden wir uns am Hauptgebäude. Aber ich gehe erstmal mit euch hier diesen Steg lang, der auch sehr, sehr cool ist. Mit einer kleinen Treppenführung hier runterläuft und direkt aufs Wasser geht. Ist natürlich auch nochmal
Sehr cool. Ich guck mal, ob wir jetzt hier noch mal einen Blick ins Hauptgebäude werfen können. Mal gucken, ob hier der Weg zugänglich ist. Hier ist auch das Restaurant. Also das war einmal hier und in der Mitte seht ihr auch noch mal so einen Lagerplatz, den ich euch auch gleich noch mal zeige. Da hinten war die Schwimmhalle. Hier ist die eine Seite der Bungalows und genau, das ist das Restaurantgebäude. So, wir gucken mal, wo wir hier vielleicht noch einen, ja, sage ich mal, Zugang finden, dass wir da uns das auch noch mal anschauen, weil bis jetzt gefällt mir die Location sehr. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Location haltet, ob ihr die kennt oder ob ihr da auch schon mal, ja, ob ihr die kennt, einfach. So. Genau. Sind auch jetzt hier wieder Duschräume. Zeige ich euch mal mit noch Spülbecken, Schränken mit Bügel. Sogar alte Kittel hier noch zu sehen. Vielleicht gerade zwecks des Restaurants, das sich ja hier befinden soll. Hier auch nochmal sehr, sehen wie Kinostühle aus. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier noch so finden. Hier ist die Küche. Und ja, genau, hier ist die Küche. Hier ist der Aufzug, den ich euch eben schon mal gezeigt habe. Und hier sind dann wieder, ja, hier sind auch noch mal alte Schränke zu finden. Und hier ist auch das Rezeptionsgebäude vorne. Also es war alles wirklich hier in einem Abschnitt zu finden, meine Freunde. Das ist ja klasse. Das ist wirklich sehr, sehr stark, sehr cool. Also hier war wirklich der Eingang, wo die Leute auch eingecheckt haben, wo die Schulklassen eingecheckt haben. Der befindet sich hier. Und ja, das war das Empfangsgebäude oder Eingangsgebäude. Ein Zwischenraum für Akten. Ganz, ganz viele Akten, also Ordner, alte Papiere. Findet man noch einiges. So. Oder ob wir hier einfach Hotelzimmer finden. Es scheinen aber eher leere, verlassene Räume zu sein, mit einem Kamin, den man hier ebenfalls findet.
hier alles auch eingestürzt ist. Aber man findet halt hier auch noch ein paar Relikte. Altes Bett, das mittlerweile kaputt ist. Gardinen. Und ja, auch nochmal ein sehr, sehr cooler Raum, meine Freunde. Halt wie in einem anderen Leben. Auch gerade mit den türkisen Vorhängen hier. Man konnte direkt raus zum Balkon und hatte hier die Sitzmöglichkeiten gehabt. So, meine Freunde, hier ist noch eine alte Kegelbahn, die ich gerade hier noch gefunden habe. Und wenn man die lang läuft, sieht man halt hier unten noch die verlassenen Kegel und die Maschine für die Kegel. Genau, meine Freunde. Ich werde jetzt erstmal den Rückweg antreten. Jetzt wird es auch langsam dunkel. Ich habe viel erlebt jetzt bis jetzt. Vielleicht steuere ich noch eine andere Location an. Aber das war's oder sollte es erstmal aus dem Spot hier gewesen sein. Mit der alten Kegelbahn. So, meine Freunde, das war's von dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da. Wenn es jetzt noch weiter auf Tour geht, mache ich ein neues Video. Ansonsten schaut immer mal auf meine Social Media Kanäle vorbei und ja, bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao.